Tag 10.823. Wir besuchen heute meine Oma zusammen. Melina hat einen Ort gefunden, an dem sie sich vorstellen könnte, unsere Hochzeit zu feiern. Unsere Mittel sind begrenzt oder sagen wir so, wir möchten sie begrenzen. Für unseren Moment, unsere Hochzeit, werden wir uns nicht verschulden. Das Geld, das wir haben, investieren wir lieber in unser Leben. Wenn ich diese Zeilen tippe, höre ich die EP Wintermusik von Nils Frahm. Wunderschöne Melodien, die genau zu einer Hochzeit zu passen scheinen, weil sie so vorsichtig und schlicht sind. Leise und gefühlvoll, ganz nah, in kleinem Kreis, ganz still. So stelle ich mir unsere Hochzeit vor. Keine Spiele, keine peinlichen Vorträge, nein, einfach im Moment sein. So sein dürfen, wie man ist. Ich möchte mich nicht verstellen müssen, nicht an diesem Tag. Es wird ein Kompromiss gefunden werden, denn Melina mag es etwas lauter und lustiger. Kann ich nachvollziehen. Ich muss an Schlingensief denken, Regisseur und Künstler, gestorben an Krebs. Ähnlich wie Herrndorf hat er das alles festgehalten. Es gibt ein Kapitel im letzten Buch, das sich mit seinem Leben und Sterben auseinandersetzt, in dem er schon voller Metastasen über seine Hochzeit schreibt. Da habe ich wirklich geweint, weil es auf so schöne Art wehtut. Und wer am Ende dieses Videos ein wenig Zeit hat, der oder dem würde ich gerne dieses Kapitel aus Ich weiß, ich war's vorlesen. So heißt das Buch. Solche Menschen haben mich geprägt. Ohne Menschen wie Schlingensief wäre ich ein anderer. Und das hat er weitergegeben. Er hat das irgendwo her und gibt es weiter. Das ist es, was von ihm bleibt. Einfach dieses Gefühl, etwas übers Leben gelernt zu haben. Etwas, das einem nicht jeder beibringen kann. Das macht mich jetzt schon wieder traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass der so früh sein Leben verloren hat. Kannst du wieder die Pizza holen? Um Viertel nach. Ich kann immer hingehen. Wie geht's dir sonst, Heidi? Ach, naja, es geht so. Es ging mir schon besser. Aber was willst du machen, gell? Weshalb meinst du? Ach, naja, mit der Vergesslichkeit ist nicht schlimmer. Und ist alles ein bisschen dramatisch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das macht es Aber alles da nicht wird keiner einfacher. gefragt, gell? Und ob du jetzt Krebs hast oder das, ist alles dasselbe. Denn was willst du machen? Solange es da noch keine Ja, Hilfe gibt, die echt alles, ne? Ich habe einen alten Theaterflyer, da habe ich irgendwann mal Menschen draufgeschrieben, die mich beeinflusst haben. Vorbilder, wenn man so will. Da stehen Regisseure, Maler, Musiker und Schauspieler drauf. Leute, die mich begeistert haben, die etwas in mir ausgelöst haben. Menschen, bei denen ich gedacht habe, ja, so stelle ich mir das vor. Ob das jetzt der Umgang mit Werten ist oder eine Art zu denken, ob das mit Kunst oder dem künstlerischen Prozess zu tun hat, die haben alle etwas in mir verändert. Mittlerweile führe ich diese Liste digital weiter. Während ich über Vorbilder nachdenke, muss ich an diesem 10.823. Tag auch über das Gegenteil nachdenken. So wie es wichtig sein kann, zu wissen, wer man sein möchte, ist es andererseits auch wichtig zu wissen, wer man auf keinen Fall sein möchte. Das fällt sogar manchmal leichter. Das ist genauso mit Vorbildern. Es gibt Menschen, die einen so abstoßen, dass sich alles in einem sträubt. Trump ist so jemand oder Klaus Kinski. Kennt überhaupt noch jemand Klaus Kinski? Wen es interessiert, kann ihn mal bei YouTube eingeben. Da weiß man direkt, woran man ist und warum den nie jemand vermisst hat. Solche Menschen sind häufig abfällig, respektlos, frauenfeindlich, narzisstisch. Sie machen es anderen schwer, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Grenzt man sich dann klar ab, entsteht ja auch Haltung, dann entstehen Werte und erkennt man sich in irgendeiner Art in diesen Anti-Vorbildern wieder, dann schrillen die Alarmglocken. An diesem Tag sehe ich ein kurzes Interview mit dem Kommandeur der Bundeswehr. Euer Kommandeur weint abends auch, sagt er an die Truppe gerichtet. Er spricht vom Afghanistan-Einsatz, von Moral, davon Entscheidungen zu treffen. Davon, wie Frauen und Kinder aus Stacheldraht geschnitten werden mussten, vom nach Fäkalien stinkenden Flughafen, die letzte Möglichkeit, das Land zu verlassen. Wer darf ins rettende Flugzeug und wer nicht? Er erinnert daran, dass die Veteranen nicht vergessen werden dürfen, die teils ihr restliches Leben gegen posttraumatische Belastungsstörungen kämpfen werden. Ein furchtbarer Gedanke, aus Afghanistan abzuziehen und das Gefühl zu haben, dass der Einsatz und damit auch das persönliche Risiko komplett umsonst waren. Die Taliban sind an der Macht. Ab jetzt heißt es von außen zuschauen müssen, wie Menschenrechte keine Rolle mehr spielen, wie Frauen und Mädchen jeglicher Zukunftsperspektive geraubt werden.
Es ist ein Tag voller Gedanken, die mein Notizbuch füllen. Nicht immer nur positive, aber auch im Negativen steckt etwas Ermutigendes. Wer möchte, bleibt jetzt noch dran, während ich dieses Kapitel vorlese, von dem ich anfangs gesprochen habe. Glaubt mir, es lohnt sich. An alle anderen jetzt schon, danke fürs Zuschauen. Bis morgen an Tag 10.824. Welcher Tag ist heute für dich und was macht ihn besonders? Am Tag vor der Hochzeit, als ich zum ersten Mal wieder in meine Maschine geredet habe, hatte ich schreckliche Angst, dass ich das alles nicht durchhalte. Auch die Wochen vorher war ich so depressiv, dass ich einfach alles in Frage gestellt habe, sogar die Hochzeit. Aber dann sind wir losgefahren zu diesem Schloss, wo wir gefeiert haben. Ein wunderschöner Ort mit einem Fluss, kleinem See und riesigen Wiesen. Die Räume des Schlosses nicht kaputt renoviert. Man konnte unter dem Putz noch die Struktur der Steine spüren. Und in der Kapelle gab es gleich 3 Altäre. Es war schon mal sehr schön. Abends saßen wir dann alle zusammen, ganz friedlich. Und ich hatte ein Gespräch mit Franz, dem kleinen Sohn von Martin und Margarita. Franz ist 6, würde ich mal sagen. Vielleicht ist er auch 9. Ich weiß es nicht genau. Er sieht jedenfalls aus wie aus Emil und die Detektive. Da könnte er sofort mitspielen. Wir haben uns also unterhalten über dies und das. Und dann sagt er plötzlich, dass es doch sein könnte, dass manche Menschen jetzt erst leben, obwohl sie zum Beispiel schon um 1600 hätten leben sollen. Oder dass Leute jetzt schon leben, die eigentlich erst in der Zukunft leben sollten. Dass da also die Zeit durcheinander geraten sei. Wie kommt so ein Knirps dazu, solche Gedanken zu haben, habe ich überlegt. Dann fiel mir ein, dass ich als Kind auch immer so komisches Zeugs gedacht habe. Zum Beispiel, dass ich früher manchmal das Gefühl hatte, es gäbe irgendwelche Abkürzungen, von denen niemand weiß. Man könnte also von unserem Haus in Oberhausen schon in 1 Minute oben an der Marktstraße sein, man müsste nur den richtigen Weg gehen. Oder ich hatte das Gefühl, dass ich einen Ort kenne, weil mir alles sehr bekannt vorkam, obwohl ich noch nie da war. Oder ich dachte, dass ich jemanden schon mal gesehen hatte, aber nicht jetzt, sondern vor 100 Jahren. Solche Sachen hat auch der Kleine plötzlich vom Band gelassen, als kleine Überlegung für sich. Wir waren echt baff. Beim Zubettgehen dachte ich nur, dass allein ist die Sache schon wert, dass ich so etwas hören konnte. Diese Umpolung im Raum und in der Zeit. Und dass ich mal überlegen sollte, ob ich nicht vielleicht auch zu früh geboren bin oder zu spät. Dass ich vielleicht die ganze Zeit etwas machen wollte, was heute gar nicht mehr geht oder was noch nicht geht. Und dass ich deswegen nicht so gut zurechtkomme hier. Am Hochzeitstag selbst war ich voller Energie. Nein, nicht Energie, das kann ich nicht sagen. Ich hatte einfach keine Schmerzen. Und die Sonne hat geschienen. All meine tollen Freunde, mit denen ich schon so viel erlebt habe, waren da. Alles ein Riesenglück. Ich habe Gott gedankt und allen Ahnen, die daran beteiligt waren, weil es mir in diesem Moment wirklich so vorkam, als sei das alles ein Geschenk. Denn man sieht plötzlich, wie viel doch schon passiert ist im Leben, was alles schon an Gutem in der Chronik steht. Das muss man sich immer wieder ins Bewusstsein holen. Das habe ich noch nicht so gut drauf. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen trainieren. Es kam dann der Moment, als mich meine Freunde zu dem kleinen Fluss geführt haben, wo ich auf Aino warten sollte. Und ich weiß noch, ich fühlte mich wohl, als ich da so stand. Ich hatte mir einen wirklich sehr schönen Anzug besorgt, meine Haare waren wieder gewachsen und ich hatte auch kaum noch Pickel, weil ich vorher die Metastasen-Tablette abgesetzt hatte. Das sind alles Themen, die ja fast nie besprochen werden. Die müssen jetzt auch nicht auf die Titelseiten, ganz sicher nicht, aber man muss das doch den anderen Kranken und vielleicht auch den Gesunden mal erzählen dürfen. Es kann passieren, dass du dich selber nicht mehr magst. Nicht unbedingt, weil du stinkst oder tatsächlich doof aussiehst, sondern weil du denkst, was ist mit meinem Körper? Ich hatte doch da mal Haare, mein Bein ist so komisch, da sind so viele Pickel, meine Nase ist so dick. Oder es kann passieren, dass du einfach keinen Hunger mehr hast, weil alles nach Pappe schmeckt. Alle essen und schlemmen und haben Spaß. Das dauert dann von 8 bis 11 und du guckst schon um 8:30 auf die Uhr, wann denn endlich die Nachspeise kommt, weil du nach Hause willst. Naja, an meinem Hochzeitstag hatte ich glücklicherweise doch sehr viele normale Gefühle. Und als Aino den Weg entlang kam, von ihrem Vater geführt, war sie so schön, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Ich war völlig hin und weg. Man sieht das ja immer in Filmen oder in Fernsehshows. Dann denkt man, ja, gehen, da kommt die Braut im Brautkleid und alle sind so aus dem Häuschen und weinen und so. Aber als Aino auf mich zukam, war das ein Bild, was ich für immer im Kopf haben werde. Aino sah aus, als wäre sie ein Wesen gewesen, in dem Raum und Zeit plötzlich eins geworden sind. Aino war in dem Moment ein Raum und eine Zeit, alles zusammen. Alles ist durch sie hindurchgeflossen. Wunderschön. Dann sind wir in das kleine Ruderboot gestiegen und ich weiß noch, dass Aino ihrem Vater immer sagen musste, wo er auf dem Weg zum See langrudern muss. Mehr links, mehr rechts. Dann gab es ein kleines Häuschen im Wald. Darin stand Friederike und sang dieses Lied von Edvard Grieg.
ich liebe dich, wie nichts auf dieser Erde. Ach, es reißt mich, die Strophen kann ich jetzt nicht aufsagen. Ich muss den Text mal raussuchen. Es ist jedenfalls ein wunderschönes Lied, das durch den ganzen Park hallte. Und als wir um die Kurve kamen, stand oben am See die ganze Hochzeitsgesellschaft. So überwältigend, all die Freunde und Unmengen Kinder, die als Blumenmädchen verkleidet waren, in Kostümen aus dem Parsival, die Sabine, die Frau von Foxy, besorgt hatte. Das sah so süß aus. Die Standesbeamtin war auch ganz wunderbar. Sie freute sich, weil es das erste Mal war, dass sie eine Trauung draußen machen konnte. Und als sie die Rede hielt, hat sie leicht gezittert, war aufgeregt, teilweise auch etwas traurig. Aber nicht negativ traurig, sondern einfach nur gerührt. Und ich habe die ganze Zeit Ainos Hand gehalten. Naja, dann wurde eben alles besprochen. Wir haben Ja gesagt, uns gegenseitig die Ringe angezogen, unterschrieben und ganz lange geküsst. Und dass ich jetzt eine Frau habe, ist für mich ein unglaubliches Glück. Das klingt bestimmt prätentiös, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich so. In meinem tiefsten Innern habe ich nie glauben können, dass mich jemand wirklich mögen, wirklich lieben kann. Weder mich noch die Sachen, die ich gemacht habe. Natürlich wollte ich, dass die Leute das mögen und ich dafür geliebt werde. Ich habe mich auch immer voll in alles reingestürzt. Aber wenn sie dann tatsächlich mal gejubelt haben, war ich sofort skeptisch, weil ich dachte, es kann gar nicht sein, das stimmt doch was nicht. Es liegt wahrscheinlich an einer Geschichte von früher. Nicht nur, aber das war schon ein Donnerschlag damals. Da habe ich mit 16 beim WDR in der Kinderredaktion einen Super-8-Film vorgeführt, den ich mit meiner Oberhausen Amateurfilm Company gedreht hatte. Der Film ist eine Komödie, heißt Mami, wir drehen einen Film und handelt von einem Mann, der mit seiner Mutter einen Film dreht. Die Dreharbeiten laufen komplett schief, ein totales Desaster. Am Ende während der Kinovorstellung explodiert das ganze Haus und die Oma sitzt im Rollstuhl und sagt: Hans, du musst aber auch immer alles übertreiben. Das ist der letzte Satz des Films. Den habe ich also beim WDR vorgeführt, dann ging das Licht an. Es war eine Stimmung wie im Eiskeller. Und ein Redakteur stand auf und sagte: Ich weiß nur eins, wenn ich den Film sehe, du wirst in deinem Leben niemals einen Menschen lieben können. Denn du hast dich nicht für die Person interessiert. Das war natürlich gerade in der Pubertät ein Hammerschlag. Du wirst niemals einen Menschen lieben können? Da habe ich so gekämpft in meinen ersten Beziehungen, weil ich dachte, ich bin wahrscheinlich gar nicht aufrichtig. Ich weiß gar nicht, wie Lieben geht. Wer bringt mir das jetzt bei? Das Sexuelle ist das eine, aber wer bringt mir bei, einen Menschen zu lieben? Und diese Unsicherheit ist im Großen und Ganzen auch geblieben. Vielleicht, weil ich so viele widersprüchliche Gefühle in mir habe. Es gab eben auch diese Abneigung gegenüber vielem auf der Erde. Eine gewisse Unlust, am Leben teilnehmen zu müssen, manchmal sogar einen gewissen Ekel. Aber gleichzeitig war da auch immer das Gefühl, dass diese Welt so wunderschön und toll ist, dass es so großartig ist, hier sein zu dürfen. Eine komische Zwiespältigkeit war das in mir. Und in dieser Zwiespältigkeit habe ich mir selbst nicht getraut. Wenn du nicht weißt, wie Lieben geht, dann kann doch auch dich niemand lieben. Und immer wieder habe ich nach dem Punkt gesucht, wo ich lieben kann, ohne Ambivalenz. Aber solange man so etwas unbedingt will, wird's ja nichts. Entweder man liebt oder man liebt nicht. All dieses Durcheinander hat mir eigentlich erst Aino genommen, damals im Krankenhaus, als ich sie wegekeln wollte, sie aber geblieben ist. Nur gesagt hat, ich bleibe, weil ich dich liebe. Ich glaube, ich bin gestern eingeschlafen beim Erzählen. Also es war wirklich eine unglaublich schöne Hochzeit. Man kann es nicht beschreiben, so schön war es. Und das ist auch das Bild gewesen, das ich als Hoffnung und als Glück in mir hatte. Nämlich, dass ich jetzt mit meiner Frau ein ganzes Leben vor mir habe. Egal wie kurz es sein wird. Dass ich mit meiner Frau diese Reise mache, Flitterwochen, und dass ich dann zurückkomme, in die Röhre gehe und mal gucke, ob diese Tablette noch wirkt oder nicht mehr wirkt. Tja, und dann kam halt der Tag. Da sah man eben, dass meine ganze rechte Lunge wieder voll ist mit diesem weißen Wölkchen. Also voll mit Metastasen. So viele, dass man sie kaum zählen kann. Ich hoffe trotzdem, dass sich alles zum Guten entwickelt. Schließlich habe ich diese Wölkchen schon mal wegbekommen.